Hallo und willkommen zurück. Heute möchte ich mit euch einmal 5 Sachen teilen, von denen ich persönlich der Meinung bin, dass sie von keinem guten Fotografen so gemacht werden, weil sie einen einfach nicht weiterbringen in der Arbeit und auch die Arbeit nicht gut machen oder besser machen und vielleicht sogar eher schlechter machen. Es sei vorab gesagt, wenn ihr diese Sachen macht und wenn das für euch bewährt ist, dann ist das für euch völlig fein. Ich rede jetzt nur aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung und wie gesagt, es ist einfach meine persönliche Meinung, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, wenn man anstrebt, ein besserer Fotograf oder bessere Fotografin zu werden. So viel dazu. Jetzt kommen wir direkt zum Thema und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich möchte an dieser Stelle nicht den Fakt nennen, dass ein guter Fotograf nicht im Automodus shootet, denn das sollte irgendwie jedem klar sein, würde ich mal sagen, beziehungsweise jedem einleuchten, dass ein etwas professionellerer Fotograf nicht den Automodus nutzt, sondern eben die Einstellungen selber an der Kamera vornimmt. Und wenn ihr gerade anfangt, ist das wieder eine ganz andere Sache, aber sobald man seine Kamera kennengelernt hat und sich eben in der Fotografie weiterentwickelt bzw. weiterentwickeln möchte, dann ist der Automodus sowieso tabu. Was ich aber auch bei vielen Fotografen schon gesehen habe, ist das permanente Shooten im Sportmodus bzw. im Serienbildmodus. Während eines normalen Shootings, wo keine große Action stattfindet, also zum Beispiel ein normales Porträtshooting oder Fashion-Shooting ohne schnelle Bewegungen, sehe ich Fotografen, die trotzdem einfach so draufhalten und ich verstehe nicht warum. Also irgendwo verstehe ich es, denn sie versuchen auf diese Weise wirklich jeden Moment einzufangen und jedes mögliche gute Motiv festzuhalten. Auf der anderen Seite kann ich es gar nicht verstehen, weil erstens ein guter Fotograf, der weiß, wann er abdrücken muss. Der kann das abschätzen, wann es sich lohnt auszulösen. Dann, man macht sich ja so viel mehr Arbeit damit, weil so viel mehr Bilder entstehen, aus denen man erstmal selektieren muss. Und das nimmt ja nochmal so viel mehr Arbeit und Zeit in Anspruch. Allein deswegen würde ich das niemals empfehlen. Wenn ihr Sportfotografie betreibt oder eben schnelle Bewegungen einfangen wollt, klar, dann nutzt den Serienbildmodus, haut den Sportmodus rein, aber nicht bei regulären Porträts zum Beispiel. Das bringt überhaupt keinen Mehrwert, nur mehr Arbeit. Kameratechnik, schön und gut. Und es ist klar, dass man für einen gewissen Standard und für eine gewisse Qualität an Fotos auch die entsprechende Technik benötigt. Aber an alle, die sich darüber definieren, was für eine tolle Kamera sie haben oder was für eine teure Kamera oder was für eine spezielle Kamera und wie viele Objektive und ich habe 20 verschiedene Objektive und Der Markt ist groß an Technik, das ist völlig klar und die Bedürfnisse sind unterschiedlich, vor allem wenn ihr mehrere Gebiete abdeckt mit eurer Fotografie, braucht ihr natürlich verschiedenes Equipment. Aber eine teure Kamera macht noch lange keinen guten Fotografen. Im Grunde funktioniert jede Kamera gleich. Der Grundstock ist immer derselbe. Was nützt dir eine super teure und fancy Kamera, wenn du sie nicht bedienen kannst und wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst? Wenn deine Motive nichts taugen, wenn du keine Ahnung hast von der Technik dahinter, von Lichtgestaltung etc., von der Fotografie an sich, wenn du davon nicht genug Ahnung hast, wird dir auch eine teure Kamera nicht weiterhelfen und deine Bilder auch nicht auf ein nächstes Level heben. Ein weiterer Fehler, den vor allem Anfänger sehr, sehr gern machen und da nehme ich mich auch gar nicht raus, am Anfang war es für mich genauso, und zwar, wenn man beim Shooten nur auf seinen Fokuspunkt achtet, beziehungsweise eben auf sein Hauptmotiv,
was meistens sich so mehr oder weniger hier im Zentrum der Kamera oder des Suchers befindet und vergisst, die ganzen Ecken und die Ränder zu beachten. Dann passieren oft Fehler in der Gestaltung, die euer Bild abschwächen, die ihr wiederum in der Bildbearbeitung korrigieren müsst, indem ihr eben den Ausschnitt wieder enger setzt, weil ihr die ganzen Sachen wegschneiden wollt, die euer Bild unruhig wirken lassen oder eben abwerten. Deshalb, auch wenn ihr durch den Sucher guckt, oder ich weiß, viele schauen auch nur noch über das Display, was ich persönlich kann ich ja gar nicht, aber wenn ihr euer Sucherbild habt, dann versucht während des Shootens nicht immer nur auf euer Hauptmotiv zu achten und euren Fokuspunkt, sondern versucht auch euren Blick zu erweitern, dass ihr rundherum alles wahrnehmt, um eventuelle Störungen zu beseitigen bzw. denen vorzubeugen. Ich habe die Bildbearbeitung bereits angesprochen und auch hier liegt ein großes Thema. Die Technik von heute ist sehr weit entwickelt. Photoshop, Lightroom und noch viele andere Bildbearbeitungsprogramme machen sehr viele Dinge möglich und bieten sehr viel Spielereien. Aber wir als Fotografen, wir wollen uns nicht auf Photoshop verlassen. Wir wollen richtig fotografieren. Das sollte immer euer Ziel sein. Richtig fotografieren, sodass man in der Bildbearbeitung möglichst wenig Aufwand hat. Was beinhaltet das alles? Versucht nicht über- oder unter zu belichten, also beherrscht eure Kameratechnik, setzt die Schärfe richtig, fokussiert richtig. Manche bilden sich auch ein, sie könnten in der Bildbearbeitung die Schärfe nachjustieren und bis zu einem gewissen Grad kann man zwar das Bild nachschärfen, aber ein unscharfes Bild wird in Photoshop kein scharfes Bild. Das ist nein, einfach nein. Und lernt auch, wie gesagt, die Sachen drumherum wahrzunehmen, dass ihr eben nicht unnötig viel zuschneiden müsst, weil auch das schwächt die Qualität eures Bildes und das sollte einfach nicht euer Ziel sein. Nutzt Photoshop und Lightroom beispielsweise als Spielerei, als Zusatz, um, Farben abzuändern oder Effekte zu setzen, aber nicht um euer Bild zu korrigieren. Ein Satz, den uns unser Fotografielehrer damals mehrfach schon gepredigt hat seit Beginn, war: Mach ein Bild nur in Schwarz-Weiß, wenn es dem Bild einen Mehrwert bietet. Und ich weiß, es gibt viele Fotografen, die sind verliebt in Schwarz-Weiß und ich verstehe auch, wo der Charme daran liegt. Aber blind alle Bilder in Schwarz-Weiß zu bearbeiten, bringt euch keine Punkte. Die Welt ist so bunt und farbenfroh und glücklicherweise können wir inzwischen eben auch in Farbe fotografieren. Und dann blindlings die Farbe einfach wieder rauszulöschen aus dem Bild, ohne einen Zweck dahinter zu verfolgen und ohne dem Bild damit einen Mehrwert zu bieten, sehe ich als ziemlich überflüssig an und auch etwas langweilig, wenn man alles einfach nur in Schwarz-Weiß macht. Ja, bei einem Schwarz-Weiß-Bild beschränkt man sich auf das Wesentliche, dadurch, dass man eben die Farbeindrücke wegnimmt. Man kann auch sehr, sehr schön mit Licht und Schatten spielen, wenn es um Schwarz-Weiß geht, aber dann muss man das eben gezielt einsetzen. Was ich damit sagen möchte, legt nicht einfach Schwarz-Weiß-Filter drüber und denkt dann, oh, jetzt habe ich eine wundervolle Bearbeitung des Bildes vorgenommen, ohne sich Gedanken gemacht zu haben, warum will ich das jetzt in Schwarz-Weiß machen? Welchen Mehrwert bietet das meinem Bild? Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Mich würde jetzt mal sehr interessieren, was sind denn für euch No-Gos in der Fotografie und was macht für euch einen guten Fotografen aus? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ich bin sehr gespannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Es sind inzwischen sehr viel mehr Leute dazugekommen, was mich sehr freut. Deshalb hallo an alle, die neu dazugekommen sind. Und wenn ihr die Videos schaut und noch nicht abonniert habt, tut das jetzt.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bye!